Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Silvester klettert aus der Luke seiner Kajüte. Ein Julitag in Panama beginnt. Seit einem Jahr lebt Silvester mit seinen Eltern, das sind Marie und ich, und mit seinen Geschwistern Bartolome, Letitia und Calixte auf unserem Boot Saint-Michel. Dagmar Heckel begleitet die Familie als Lehrerin. Vormittags gibt Dagmar den Kindern in der Kajüte Unterricht, nachmittags werden Hausaufgaben gemacht. Auf dem Meer während der langen Überfahrten halten wir diesen geregelten Tageslauf ein. Hier in Saboga nicht. Zu sehr lockt das Land, das Tauchen und das Fischen. Auch kommen zu allen Tageszeiten Besucher. Wir wollen nicht unfreundlich sein, zeigen ihnen das Boot, laden sie zum Kaffee ein, erzählen und fragen. Niemand hat es eilig, aber die Schule bleibt gestört. Das Schleusentor des Panamakanals öffnete sich für uns vor einer Woche. Zwischen den knarzenden, gewaltigen eisernen Toren, noch von dem Strudel des auslaufenden Wassers gerüttelt, blickten wir zum ersten Mal auf den Pazifik. Bis in unser Haus in Bayern lockte uns dieses Meer, der Pazifik,
dessen Oberfläche größer ist als alle Landflächen der Erde zusammengenommen. So haben wir auch keine schüchternen Pläne. Zuerst wollen wir 2000 Kilometer nach Süden zu den Galapagos segeln, dann über Kalifornien 6000 Kilometer nach Norden in die Eis- und Vulkanlandschaft Alaskas, wieder 6500 Kilometer nach Süden zu der Inselwelt der Polynesier und schließlich 8500 Kilometer nach Westen nach Papua-Neuguinea und Australien. Hier in Saboga werden wir erst einmal Luft holen, Mut und Kraft sammeln zu diesen großen Sprüngen. Saboga gehört zu der Inselgruppe der Las Perlas und liegt nur 80 Seemeilen von Panama City entfernt. Silvester wird uns durch seinen Tag führen. Wenn wir am Ankerplatz ankommen und wir den Anker geworfen haben, liegt so viel Unbekanntes vor mir, dass ich gleich an Land möchte und die Sachen zu erforschen und die Wälder zu durchstreifen. Und vielleicht sind da auch neue Vögel oder neue Tiere, die ich dann meinen Eltern erzählen kann. Allein ist es ein bisschen langweilig draußen zu schlafen und darum schlafe ich gerne mit Bartolomeo und Bartolomeo möchte auch gerne draußen schlafen. So schlafen wir beide zusammen. Geschlafen in der Hängematte viel lieber, weil es draußen so kühl ist und drinnen ein bisschen stickig ist. Wenn ich aufwache morgens, dann sehe ich die Sonne und frage mich, wo ich bin, aber die Sonne geht dann schön auf, wunderschöne gelbe, rötliche Sonne. Angst habe ich eigentlich nicht. Wenn ich aufwache, habe ich ein freudiges Gefühl, denn ich weiß, ich werde heute an Land gehen und kann Tiere beobachten und ich weiß, dass ich mittags mit meinem Vater tauchen gehen werde und sicher einen Fisch fangen werde. Ich stehe sehr gerne als Erste auf und wenn ich dann da oben auf der Saling sitze und ich nach unten schaue und die Fische in unser Boot schwimmen, die Familie, die ist eigentlich wie die aufgehende Sonne, wenn sie so langsam aufwacht und sie ganz verschlafen aus den Luken klettert und sie erstmal erfrischen muss. Silvester, ist mir gerade eingefallen. Könntest du Brot holen? Wir haben gar keins mehr. Okay. Silvester, Kalix, willst du auch mitgehen? Ja. Okay. Sehr schön. Marie, kannst du mir Geld geben? Ah, ja. Es kommt ganz drauf an, wo ich Brot kaufen soll. Zum Beispiel in New York, wo es eine große Stadt ist und wo es überall Bäckereien gibt, habe ich gar keine Lust. Aber wenn ich in Saboga bei der alten Bäckerin das Brot holen soll, finde ich das Schöne. Wenn ich in einen Ort komme, spähe ich immer nach Freunden
Wenn ich einen gefunden habe, dann bin ich froh, dass ich mit denen was unternehmen kann. Mir macht es richtig Spaß, neue Freunde kennenzulernen, neue Rassen. Ich bin immer neugierig und möchte erfahren, was sie machen. Und ich versuche auch immer, alles aus ihnen rauszubekommen, um ihre Art kennenzulernen. Das Brotkochen wird zu einem Ereignis, dass ich dann in das schäbige Haus reingehe und sie mir dann die Brote gibt und ich dafür bezahle und sie mir dann meist ein Küchlein extra dazu gibt. Und das finde ich so nett von den Einheimischen. Wir haben das Brot bekommen. Hier, der Kalix hat noch 3 Stück. Nein, leider nicht. Aber die Türe bei der Bäckerei, die war zu. Sollen wir nach Hochzeit oder was? Kalix, kommst du? Ja, komm ich. Marie, schau mal, wie mehr Brote haben wir. Marie, das müssen wir aufbewahren hier. Ja, wann fahren wir, wenn wir die Vögel beobachten gehen? Auf Bartholomä-Insel liegt hier. Und wo liegen wir, Bartholomä? Hier. Isla de Percha ist diese Insel. Pacheca ist da drüben. Und die Bartholomä-Insel ist diese. Isla Contadora. Nee, da sind wir. Ja, wenn du dahin sagst. Da ist Sabuca. Und das ist Sabuca. Ja, und da sind wir tauchen gegangen. Haben wir ihr tauchen gegangen. Wie gesagt hast, dass es Wir so haben viele hier die Gruppen besten Fische gefangen, aber heute versuchen wir die Vögel hier zu beobachten, weil da haben wir gute Ansatzpunkte, glaube ich. Mit den steilen Cliffs, da nisten nämlich einige. Wo fahren wir auch an? Ja, das wissen wir ja jetzt. Wir fahren zu Bartholomä. Das haben wir schon festgestellt. Wir fahren darüber. Die eine Palme. Und landen unter der Palme am Sandstrand. Gell? Ja. Und das ist auch der Platz, wo die vielen Krebse sind und da gehen wir auch tauchen. Ja, gut. Ja, da können wir uns trauen. Aber die sieht schon schön aus mit dieser einen Palme, gell? Als wir mit unserer Ausrüstung an Land stiegen, fühlte ich mich ganz leer, hohl und dumpf, so unwissend. Let's go! Langsam, ich kann nicht so schnell. Mit meinem schweren Turmband. Die ersten Vögel muss man sich richtig erarbeiten. Ich glaube zu diesem einen Nest. Wohin? Zu diesem einen Nest. Als allererstes ist man meistens sehr unvorsichtig und so entdeckt man überhaupt keine Vögel, bis man dann auf einmal merkt, dass man viel zu laut ist. Und dann geht man leiser und dann muss man noch leiser gehen. Und das ist richtig anstrengend, sich an den ersten Vogel heranzuschleichen. Dahinter steckt sehr viel Arbeit. Ich bin mal gespannt, ob wir die kriegen. Ja? Ich hoffe, dass wir den Vogel mal aufnehmen können.
Da. Wo ist das? Da. Ha? Da, das erinnere ich mich noch genau. Da oben? Ja. Okay, gehst du vorweg? Kletterst du vorweg? Nimm nur das 200er, gell? Lass uns das Vieh vielleicht hier. Ja, also hier. Auch hinter dir liegt das Turmband, gell? Muss ruhig sein. Da ist er. Warte zu. Wo ist er? So süß aus. Das bekommt gerade ihre ersten braunen Federn an den Flügel. Dieser Bubi, dieses Baby da. Gerade ihre braunen Flügel. An den Flügeln. Sieht ja so süß aus. Mein Gott. Wahnsinnig. Darf uns ja nicht wegfliegen. Und ist nämlich von einer weggeflogen. Meine 2 Starbilder. Haben es sicher gut gemacht. Eine Sache fehlt mir. Ich hätte gerne einen Freund, mit dem ich die Insel durchstreifen, erforschen, Vögel beobachten und tauchen könnte, mit dem ich Pläne schmieden könnte, mit dem ich vielleicht abends mal am Strand schlafen könnte und auf dem Feuer einen Fisch braten. Meine Geschwister, die sind jünger als ich und ich hätte gerne einen Gleichaltrigen, der den gleichen Charakter wie ich habe. Die anderen, die wollen nicht immer die Erlebnisse mit mir teilen. Darum hätte ich gerne einen Freund, der das gerne mit mir macht und der viel intensiver ist. Bartholomä und Letizia, die machen gerne ihre Sachen zusammen und ich fühle mich meistens so abgeschlossen.
Das Wasser hat etwas Verlockendes, obwohl ich weiß, dass es gefährlich ist. Ich habe schon Haie gesehen, riesige Mantas schwammen schon an mir vorbei, aber dann weiß ich wieder, dass da kleine Fische im Wasser herumtanzen. Aber vor den Morellen habe ich jetzt auch keine Angst. Die sind bloß gefährlich, wenn man sie berührt oder sie lockt. Die Barracudas, die sind was sehr Unheimliches, denn sie schwimmen an einen ganz nah. Und manchmal kommen sie an der Harpunenspitze, wenn sie denken, dieses Silberne ist ein Fisch. Und die sind so groß und schwimmen so langsam durch das Wasser. Aber da muss man auch aufpassen, wenn man einen Fisch an der Harpune hat. Das lockt sehr die Haie an, denn der Fisch blutet, wenn man ihn frisch geschossen hat. Und darum versuche ich ihn oft hochzuhalten, aber manchmal ist der Fisch so schwer, dass man ihn gar nicht hochhalten kann. Und da bekomme ich schon Angst. Die Gefahr liegt in meinem Herzen. Ich denke immer, dass jetzt ein Hai ankommt oder ein Barracuda hungrig ist oder eine Muräne unter mir ist, was ja alles sehr gut sein kann, weil es diese ganzen Geschöpfe im Meer in Massen gibt. Und man weiß gar nicht recht, was größer ist, die Angst oder die Neugierde. Silvester macht sich viel Gedanken über seine Zukunft. Er möchte alles verbinden. Er möchte unbedingt auch ein Boot haben, auch eine schöne Frau haben. Er möchte Kinder haben, weil das gut zusammenpasst. Er möchte ein Künstler sein, aber auch Wissenschaftler sein. Und er möchte keine Konzession machen oder Kompromisse machen, wie seine Zukunft aussehen. Er möchte einfach alles, was er schon angetastet hat, einschließen in seine zukünftigen Leben und Beruf. Sobald große, graue, schwarze, unheimliche Wolken auf uns zukommen, alles finster ist am Horizont, dann denke ich, oh, jetzt wird's regnen und alle springen heraus. Wenn es regnet, dann stürze ich mich gleich nach draußen und bin sehr aufgeregt. Ich möchte möglichst viel Wasser einsammeln zum Trinken oder Waschen, weil Regenwasser ein wertvolles Wasser ist. Die Regentropfen kommen angesaust wie die Pfeile, durchsichtige Pfeile. Wir mussten uns dann Ölzeuge anziehen, weil sie uns so wehtaten, wie Peitschenhiebe, wenn wir auf den Rücken bekommen. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich freue mich auf den Regen, aber nicht, wenn es so einen starken Wind gibt. Ich bin jetzt schon bei meinem 4. Tagebuch, das ich meistens mittags schreibe. Jetzt habe ich wieder 10 Seiten geschrieben und bald bekomme ich ein neues Tagebuch. Ich male auch gerne in mein schönes Tagebuch. Ich freue mich später, wenn ich groß bin, dass ich dann meine ganzen Tagebücher meinen Kindern vorlesen kann und sie dann gerne meine Bilder anschauen und die ganzen verschiedenen Pflanzen, die ich reingemalt habe, betrachten können. Jetzt kann ich dann später, wenn ich groß bin, ein ganzes Regal mit meinen Tagebüchern füllen. Silvester braucht viel Lob. Er muss fühlen, dass man sich um ihn interessiert, dass man seine Werke bewundert. Das ist ihm sehr wichtig. Und er hat seine Gebiete. Was für ihn zählt, ist, dass sein Bild schön hängt, dass jeder eine Bemerkung darüber macht. Er findet immer eine Art, etwas zu machen, die seine eigene ist.
You have a feather? Yeah, I have one here. Yeah. For trolling? Okay. Do you want to have a spoon? Sibang bakagi ni mo bakagi. Ay magte mameno gasolina. No creo. Kadiba? Ingres. Schwester, komm, steig ein zu dem. Is this feather okay? Yeah, that's a good feather. And this hook here? Una singa para mayor, pues si yo le pongo aquí. Hay uno ahí abajo bastante. Va caminando para allá. Del lado ya. ¿Lo encontraste? Warum in der Bucht fahren wir rum, eh? Der Moment ist so spannend, wenn ich im Einbaum sitze, die Angel in der Hand und ich dann auf einmal ein Zucken spüre und die ganze Leine abrollt und ich dann weit hinten eine Fischflosse aus dem Wasser ragen sehe. Ich muss aufpassen, dass mir nicht die Leine abreißt. Es könnte ja sein, dass es ein großer Fisch ist und darum muss ich sehr, sehr geschickt und mit Geduld die Leine einrollen. Und ich finde das Gefühl so angenehm, wenn ich zum Boot zurückkomme und alle mich fragen, hast du einen Fisch? Und ich dann ja sagen kann und Marie sehr froh ist und überhaupt alle froh sind. Leider mag ich keinen Fisch essen, weil mir der Gedanke unangenehm ist, dass man einen Fisch so scheußlich tötet, dass er sich so lange an den Haken quält und dass man ihn dann isst. Wenn ich daran denke, dass man den armen Fisch den Kopf abschneidet und das Blut herausquillt und man die Eingeweide herauszerrt, wird mir ganz schlecht, aber trotzdem fische ich gerne. Mir gefiel das Leben des Fischers sehr gut. Am Morgen geht er mit seinem Einbaum fischen und fischt sein Mittagessen. Am Nachmittag geht er im Dschungel und sammelt Avocados oder Bananen oder jäht seine Felder. Ich würde gerne dort leben, an seiner Stelle, denn mir gefiel das Leben. Auf dem Weg zum Reisfeld folgten uns alle Kinder. Ich dachte mir, wie armselig sie aussahen, aber sie waren trotzdem glücklich. Sie hatten keine Spielsachen, sie hatten kein schönes Haus, sie hatten kein eigenes Zimmer und kein eigenes Bett, aber sie waren trotzdem glücklich und das war für mich was gar nicht vorzustellen.
No, this way. Der Dschungel ist sehr beängstigend, weil er so dunkel ist. Die Schlingpflanzen machen das alles noch viel unheimlicher. Und dieses dicke Gestrüpp, wo man sich schwer einen Weg durchbahnen kann. Und weil da immer unter den Füßen eine Schlange vorbeikriechen kann. Und es so viele gefährliche Tiere einfach dort gibt. Und dann ist wieder die Faszination für den ganzen Vögeln, die dort leben, wie die Schlingpflanzen an diesen riesigen, mächtigen Bäumen hinaufklettern und wie diese Lilianen zu Büscheln hinunterhängen. Wie sich der ganze Wald einfach ernähren kann. Der ist so riesig groß und so mächtig und hat so viel Leben in sich. Ist alles so bunt, diese wilden Pflanzen, rot, gelben, dann diese dunklen Grüntöne und dann wieder dieses hellgrün dazwischen. Dann haben fast alle Bäume sehr schöne Früchte. Und das gefällt mir auch so gut hier an diesem Dschungel, dass man die meisten Früchte essen kann. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich in so einem Dschungel verhungern würde. Jeden Tag regnet es, da hätte ich mein Wasser. Diese vielen Pflanzen, Avocadobäume, Mango und alle Arten von tropischen Pflanzen. Man könnte dort gar nicht verhungern. Die Frau, die sah aus wie eine echte Indianerin, als sie mit einem großen Wassertopf auf dem Kopf daherkam. Es war mir sehr peinlich, neben den nackten Kindern zu stehen. Ich fühlte mich wie ein Eindringling, der einfach ins Haus geht und sich Sachen holt. Aber ich hatte irgendein unangenehmes Gefühl und ich wollte eigentlich ziemlich schnell wieder weg. Wenn ich durch den Dschungel streife, hoffe ich, dass ich etwas finde, das die anderen noch nicht gesehen haben und ich es ihnen dann erzählen kann. Aber der Dschungel, der hat auch irgendetwas erschreckend, weil alles so dicht ist, so dunkel und
und weil die ganzen Pflanzen so durcheinander sind. Aber gerade deswegen mag ich gerne durch den Dschungel gehen, weil ich dann weiß, dort finde ich sicher etwas Neues. Ich habe viele Sammlungen, die mir sehr auf dem Herzen liegen. Ich sammle überhaupt sehr gerne schöne Rinden oder Steine, die irgendeine Form von etwas haben oder alte Holzstücke, die gut zum Schnitzen sind. All solche Sachen, die ich dann auch meistens mit anderen Kindern tauschen kann. Tausende von Termiten. Wahnsinnig. Das ist ein Arbeiter. Mal sehen, ob ich einen Soldat finde. Wenn ich so eine Zeit lang ganz alleine spazieren gegangen bin, bin ich dann wieder ganz froh, Letizia und Bartolomé und meine Eltern wiederzusehen und ihnen dann alles erzählen zu können. Ich möchte Silvester in keinem Fall zurückhalten von seinen eigenen Unternehmungen. Ich glaube, es ist furchtbar wichtig für ihn, allein die Sachen zu entdecken, die Welt zu sehen und Vergleiche zu machen und die Kontraste zu erfüllen. Und dann haben wir so viele erfahren, jeder für sich. Und dann heute Abend konnten wir das vergleichen, konnten wir miteinander reden über unsere Erfahrungen, über die Erlebnisse des Tages. Ich finde es sehr schön, wenn wir abends ein Feuer machen und wir alle zusammen Holz suchen im Wald. Und dann, wenn die Nacht langsam hereinbricht und die großen Bäume zu riesigen Schatten werden und im Hintergrund die lauten Grillen zirpen. Der Wald, der hat auch abends irgendetwas Unheimliches, irgendetwas Gefährliches im Hintergrund. Abends, wenn das Feuer dann ausgegangen ist, traue ich mich nicht mehr im Wald hinein, denn ich denke, wenn ich so einen kleinen Baum sehe, dass das irgendein gefährliches Tier ist und das ist alles so dunkel und schwarz und riesig, mächtig in der Nacht. So ein befriedigendes Gefühl, wenn ich sehe, wie die Sonne leicht und geduldig am Horizont verschwindet. Zu Hause habe ich das gar nicht so genossen. Da habe ich mir gesagt, der Tag ist zu Ende, nun gehe ich rein ins Haus und spiele dort.
Das Leben auf dem Boot ist viel enger. Wenn ich am Morgen aufwache und ich rausschaue aus meiner Luke, dann sehe ich den weiten Horizont und das weite Meer und darüber die grauen Wolken und ab und zu den blauen Himmel und am Morgen die schöne feuerrote Sonne, die aufgeht und am Abend wieder im Meer versinkt. Und man ist auf dem Boot eigentlich gefangen, aber eigentlich auch wieder frei, weil man hat so viel Raum um sich. Das ganze weite Meer. Hello again everyone, welcome back. I hope you enjoyed that video. I say that every week, but I mean I'm enjoying them, and I think by the comments and the feedback that I'm getting, most of you are too. I know some of you say, you know, subtitles aren't that great, but I honestly don't have enough time to do voiceovers, and I really think that that would kill the vibe of it a little bit. Joachim and his children really narrated these things really beautifully, you know, and there's no way I can replicate that in any way. So just try and feel the vibe of the videos and read the subtitles. Yeah, we're really into the meat and potatoes of these videos now. They're getting interesting. This is the part, you know, they're all discovering things. The kids are learning new things every day. I thought it was pretty poignant, like when Sylvester is saying some things make him afraid, but his curiosity is stronger than the fear. And I think in this times that we're living through, where everyone's, I don't know, fear's just been driven around the world, I think, yeah, it's good to remember that. And also you can see the kids learning. Letitia mentions that she was very surprised that these people that they're meeting in Panama with nothing, you know, holes in the roofs, seemed very happy, and that was a little bit surprising to her. And I think that's an amazing lesson to learn when you're a child, because maybe some of you know a lot of people only learn that after they retired, I think, or later on in life when it's really too late to change it. So amazing lesson to be learned as a kid, and something you're not going to learn in school. Our school system actually is the opposite. It just teaches you that if you don't be part of the system and save for your retirement, you will be unhappy, which is complete hogswash really. But yeah, in der letzten 2 Wochen habe ich viele neue Subscribers aus deutschen Raum. Danke vielmals. Thanks again to all of you who are still donating. I had an amazing donation come through from a man in Germany who was deeply touched by these films when they first come out and changed his life because of them. And now he's made an amazing, super generous donation. When I told Joachim, he felt ashamed actually that someone would give him that much, but I mean, obviously if you change someone's life, you deserve it. So Joachim, you've got to accept that this is very emotional for people, and they're willing to help you out. It's amazing to see. See you all next Sunday evening for the next episode of The Family That Dared. Bye bye, see ya.